Du hast eine neue Heißluftfritteuse und immer wieder tauchen so Berichte auf. Diese Lebensmittel zerstören ihre Heißluftfritteuse und können sogar Feuer fangen. Ja, und der letzte Punkt, können sogar Feuer fangen, ist echt nicht ohne. Und auch Mitglieder bestätigen dies, dass sie leider dieses Erlebnis oder diese Erfahrung machen mussten. Zum Glück hatten sie es noch rechtzeitig gemerkt und sie konnten ihre Heißluftfritteuse noch retten. Doch ich zeige dir, wie du mit deiner Heißluftfritteuse richtig sicher arbeiten kannst und Spaß und Freude an deinem Essen hast und dass es richtig lecker schmeckt. Ja, und kommen wir jetzt zu den einzelnen Punkten, die hier aufgeführt sind. Bei folgenden Lebensmitteln sollten Sie vorsichtig sein: Gemüse und Obst. Ja, und da ist jetzt auch mit aufgeführt, zudem können leichte Gemüsesorten wie Spinat, Grünkohl durch den starken Luftstrom ins Heizelement geraten und dort verbrennen. Ja, was davon passt jetzt und was davon kann man machen oder besser gesagt, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, kann man diese Fehler das entsprechend vermeiden und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Ja, und da fange ich jetzt als erstes mal mit Kohlrabi an. Da hast du ja hier ganz normal diese Kohlrabi. Da habe ich ja Kohlrabi-Pommes davon gemacht oder auch Schnitzelsteaks davon gemacht. Aber es gibt ja hier diese Blätter, die man sonst wegschmeißt. Und die kannst du wunderbar weiterverarbeiten und kannst Chips davon machen. Nur die alleine sind ja zu leicht und würden fliegen. Und jetzt ist der Trick jetzt hier, dass das Ganze jetzt hier in Öl eingelegt wird. Hier würze ich das Ganze entsprechend jetzt nach und noch, mache Gewürze noch dazu. Also wenn du das nachmachen willst, du kannst es auch ganz nach deinen Vorstellungen vom Geschmack her würzen. So, das Öl ist jetzt hier unten drin, die Gewürze entsprechend werden jetzt durchgearbeitet. Und dann kommen die Blätter dazu und die streiche ich jetzt mit dem Öl etwas ein. Und dadurch, dass die jetzt mit dem Öl leicht eingestrichen werden, werden die automatisch auch schwerer und sie bekommen noch einen wunderbaren Geschmack dazu. Ja, ich hatte nachher auch noch diese Stängel mit dazu verarbeitet. Aber nur hier geht es jetzt um das Leichtere und da gehören die Blätter dazu, die du also sonst nicht machen solltest eigentlich. Ja, das Ganze kommt jetzt hier in die heiße Fritteuse rein. Also ich habe jetzt hier meinen Speedy in diesem Fall genommen, aber du kannst jede andere heiße Fritteuse auch nehmen und dann packst du die Blätter einfach in deine Heißluftfritteuse ein. So, nachdem die Blätter jetzt alle in der Heißluftfritteuse drin sind, die Stängel noch dazu, habe ich die Heißluftfritteuse geschlossen, den Speedy entsprechend eingestellt. In das Programm Airfryer bin ich gegangen. Von der Temperatur war ich runter auf 170 Grad und von der Zeit war ich auf 15 Minuten. Erst wie knusprig die sind und jetzt noch, musst du mal probieren, darüber ein bisschen und das hier zu essen, das ist ein Genuss. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was auch aufgeführt wird. Das war Spinat. Und schau mal, ich habe hier Spinat mit Ei gemacht. Dazu gab es dann nachher noch Kassler. Und das war ganz, ganz lecker. Und auch hier zeige ich dir, wie du das ganz einfach zubereiten kannst. Nur ganz kurz angetickert, hätte ich beinahe gesagt, weil das komplette Video ist hier auf YouTube schon vertreten. So, jetzt kam schon in die Heißluftfritteuse rein, das Backpapier unten drunter, weil da kommt jetzt entsprechend mein Spinat jetzt rein. Aber dass das Backpapier nicht hochfliegt, habe ich jetzt erstmal noch befestigt. Und du siehst, jetzt kommen meine Spinatblätter so da entsprechend in die Heißluftfritteuse rein. So, und jetzt kommt noch meine Eiersoße, die ich zubereitet hatte, oben drüber. Und das ist jetzt im Prinzip jetzt auch schon diese Auflösung dazu. Also den Spinat alleine so rein, klar, der fliegt dann. Aber du musst immer wissen, was du daraus machen möchtest. Und in diesem Fall habe ich jetzt hier nachher noch die Eimasse da oben drüber, habe dann noch Käse oben drüber. Und dann hatte ich dieses leckere Gericht bekommen. Also das war jetzt der erste Punkt eins mit fliegenden Gemüse oder leichten. Und du siehst, hier habe ich so eine Silikonmatte. Das ist auch ein Punkt, wenn du leichte Sachen hast, kannst du einfach so eine Silikonmatte oben drüber legen. Ja, ich hatte jetzt den Kassler ja noch dazu getan und das war jetzt so das fertige Gericht, was ich so rausgeholt habe und schau, das war dann richtig lecker. Also nicht einfach verunsichern lassen, sondern schau dir meine Videos auch an. Ich erkläre sehr, sehr viel, warum, was, wie gemacht werden muss und so lernst du Schritt für Schritt und kannst leckeres Essen zubereiten. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Fetthaltige Lebensmittel, Lebensmittel mit hohem Fettgehalt wie Speck, Rumsteak, ja, Ente und dergleichen. Auch hier wird gewarnt, starke Rauchentwicklung oder sogar Brandverursachen. Aber wir alle lieben Speck, Rumsteak aus der Heißluftfritteuse. Nur man muss wissen, wie es geht. Und hier zeige ich dir, auf was du da achten musst.
damit dieses, was jetzt hier steht, nicht zutrifft. So, ich habe jetzt hier die Heißluftfritteuse, habe ich jetzt den Korb jetzt hier, die Christplatte habe ich unten drin. Und jetzt ein Tipp von mir, wenn deine Heißluftfritteuse innen drin, wenn du Speck oder fette Sachen brätst, kann das vorkommen, dass Qualm aufsteigt, weil das Fett läuft ja runter und verbrennt unten. Das ist auch je Heißluftfritteuse etwas unterschiedlich. Manche neigen dazu, andere eigentlich weniger. Und klär ab in deine Heißluftfritteuse, ob du Wasser unten reinmachen darfst. Die meisten darf man das inzwischen. Da machst du unten ein bisschen Wasser rein, so wie du es jetzt hier siehst. Und das Fett, was dann abspritzt, kommt in das Wasser rein und die Heißluftfritteuse qualmt nicht. Jetzt kommt als nächstes meine Hähnchenschenkel drauf. Ich packe die jetzt erstmal von dieser Seite rein. Du siehst, die haben richtig schön Platz hier drin. Das ist auch das A und O bei einer Heißluftfritteuse. Du brauchst viel Platz. So, 180 Grad, 15 Minuten und dann werden die einmal gedreht. So, ich nehme die untere Schublade von der Cosori. Hier oben bereite ich nachher noch was anderes zu. Das ist jetzt gut bei der Cosori, dass ich 2 Schubladen habe. 180 Grad und 15 Minuten lasse ich das jetzt erstmal laufen. So, die erste Viertelstunde ist rum. Ja, schau. Jetzt drehe ich die gerade einmal. So, einmal gedreht. Kommt sie wieder in die Heißluftfritteuse rein. Wieder 180 Grad und wieder 15 Minuten. So, meine Cosori hat gerufen. Die 15 Minuten werden rum. Dann schaue ich mal. Ja, wisst ihr? So, jetzt fehlt noch ein bisschen Power zum Schluss. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hoch auf 190 Grad und das Ganze für 10 Minuten. 10 Minuten und Start. So, mal ganz kurz zwischendrin, da siehst du, also hier kommt nirgendwo Qualm oder irgendwas raus. Und das Hähnchen, wenn ich nachher aufmache, die Schublade, siehst du, dass da richtig gut Fett unten drin ist. Hätte ich jetzt kein Wasser unten reingetan, dann würden hier schon die ersten Dampfwolken entsprechend hoch gehen. Und das kann man so mit diesem Tipp ganz einfach vermeiden. Also keine Probleme, keine Angst wegen Fett, was man hier geschrieben hat, Speck, Würstchen oder dergleichen, nicht in Heißluftfritteuse machen, wegen Spritzgefahr oder dergleichen. Vergiss das einfach. Mit meinen Tipps, mit meinen Tricks, mit meinen Ratschlägen, die ich dir gebe, kannst du wunderbar und einfach mit der Heißluftfritteuse kochen. Und wir schauen uns jetzt gleich den nächsten Tipp an, was du angeblich nicht in der Heißluftfritteuse machen sollst, aber was so wunderbar wird. Ja, ich hatte auch einmal eine Heißluftfritteuse zum Testen und da stand in der Bedienungsanleitung drin, man sollte keine Bratwürstchen drin machen. Das ist ja der Liebling der Heißluftfritteuse, Bratwürstchen. Warum soll ich die nicht machen? Ich muss wissen, wie. Das zeige ich dir auch, was bei Bratwürstchen zu beachten ist. Da ist es nicht das Wasser unten drin, da ist es ein anderer Tipp. Also kurz zwischendrin die Bratwurst. Du siehst, hier habe ich jetzt 2 Bratwürstchen liegen, ganz normal. Und diese Bratwürstchen, die schneide ich jetzt hier entsprechend ein. Siehst du, die ritze ich jetzt so schräg von oben, von der Oberfläche ein. Und durch dieses Einritzen verhinderst du, dass die Bratwürste dann nachher entsprechend unkontrolliert platzen und Fett nach oben an der Heizspirale kommt. Und schau, jetzt sind wir auch gleich 81 Grad, 15 Minuten hatte ich das Ganze in der Heißluftfritteuse drin und das war nachher dieses fertige Gericht. So, fertig, schauen wir mal. Guck mal, die sehen doch richtig gut aus. So, schau. Hier nochmal. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, große Fleischstücke und Braten. Und da wird sogar vor ganzen Hähnchen in der Heißluftfritteuse gewarnt, dass das nicht ganz so tricky ist, auch wenn Hersteller das Rezepte dazu verraten. Ja, die Salmonellengefahr und dergleichen wird hier angesprochen. Es ist ein wichtiger Punkt, aber auch hier zeige ich dir jetzt, was du da beachten musst, damit du ganz in Ruhe dein Essen genießen kannst in der Heißluftfritteuse und wirklich keine Angst haben musst. Du hörst doch schon, wie das knuspert. Da unten kannst du das ganze Fett sehen, was jetzt rausgebacken ist. Denn jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was ich dir jetzt hier auch an diesen Hähnchenschenkeln zeigen kann. Oft wird ja gesagt, das Fleisch ist außen richtig knusprig und innen noch nicht durch. Ein Fleischthermometer und es wird alles bestens. Du misst die Temperatur, in diesem Fall sind es um 90 Grad, ein klein bisschen hoch, aber es war richtig ideal, das Fleisch innen drinne, wie es zubereitet wurde. Und ich zeige dir jetzt noch mal ganz kurz das Steak, wie das richtig knusprig wird. Also
keine Angst vor Fleisch, vor Steak, vor dickem Fleisch. Ein Fleischthermometer ist da deine Lösung. Ja, und ich blende dir jetzt hier mal ganz kurz Steak ein, damit du siehst, wie saftig, wie toll ein Steak werden kann. Weil ich war hier in Frankfurt bei der Cursore zu dem Event, da hat er das Steak jetzt zubereitet und schau mir das saftige Steak innen drinne an. Das sieht sowas von lecker aus. Und all das kannst du wirklich in deiner Heißluftfritteuse wunderbar zubereiten. Du musst nur wissen wie, aber jetzt gucken wir uns das Hähnchenschenkel, das Ergebnis auch erstmal nochmal an. Ja, und schau mal, sieht das nicht lecker aus? Ja, aber du willst ja bestimmt den Anschnitt noch sehen, das schauen wir uns jetzt auch gleich noch an. So, jetzt werden wir auch mal anschneiden. Nehme ich mal eins. Das geht schon ganz allein, ich brauche gar nicht groß zu schneiden. Aber du siehst, es ist Biss. Gucken nicht, es ist alles noch heiß. Aber es ist komplett richtig gut. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mir gerade das Video von dem Schweinebraten. Da siehst du ja, das ist ein richtig dickes Stückchen Fleisch, was ich da habe. Und da zeige ich dir, wie einfach du das mit einem Fleischthermometer entsprechend lösen kannst. Wenn das ganze komplette Rezept interessiert für den Schweinebraten, da gibt es ein extra Video dazu, das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Ja, der Schweinebraten kommt jetzt aus dem Beutel raus. Hier habe ich mein Fleischthermometer und das Fleischthermometer stecke ich jetzt hier in den Schweinebraten rein. Da ist so eine Markierung, deswegen habe ich jetzt nochmal geschaut, also bis zu dieser Markierung muss es in das Fleisch rein, aber nicht weiter. Es sieht jetzt ein bisschen weiter aus, als es eigentlich ist. Und das Tolle ist halt hier, dass ich das über das Handy dementsprechend auch gleich koppeln kann und sehen kann, wie sich das Ganze nachher von der Temperatur weiterentwickelt. So, und jetzt geht es rüber zum Speedy. In Speedy kommt unten das Wasser entsprechend rein. Also eine Tasse voll habe ich da entsprechend genommen. Das langt voll und ganz. Jetzt habe ich hier meine Grillplatte, wo ich schaue, dass die Füßchen alle eingeklappt sind, weil ich möchte es ja ganz unten reinlegen. Und du siehst, das Wasser ist also nicht bis über die Kante, sondern Unterkante von der Grillplatte. Und das langt so voll und ganz. Und da kommt jetzt dieser Schweinebraten mit dem Fleischthermometer oben drüber. Hebel runter und Funktion einschalten. Airfryer steht da noch. Temperatur auf 160 Grad runter. Oh, das ist jetzt schlecht zu sehen, sehe ich im Nachhinein. Ja, und von der Zeit habe ich jetzt 1 Stunde eingestellt und dann gestartet. Ja, die Sonne stand etwas schlecht, deswegen ist das jetzt schlecht zu sehen. So, das Schöne ist, dass du jetzt auf dem Handy das Ganze nachverfolgen kannst. Wenn du mal unten drauf schaust, da siehst du, es ist von 101 es ist auf 103 gestiegen, 105. Das ist jetzt die Temperatur im Drinne, wie die Temperatur vom Fleisch jetzt anfängt und hochsteigt. So, nach 1 Stunde. Ich schalte jetzt noch mal 15 Minuten nach. Und bei der Temperatur bleibe ich bei 160 Grad. Ja, inzwischen bin ich bei 70 Grad angekommen. Ich hatte auch den in der Mitte, in der Hälfte der Garzeit, hatte ich den auch mal umgedreht, den Schweinebraten. Also einmal gewendet. Und ich habe mir überlegt, ich lasse ihn doch nicht bis 74 Grad, sondern ich nehme ihn bei 71 Grad, nehme ich ihn jetzt dann raus. Da siehst du, so steckt das Thermometer jetzt zum Schluss noch drin. Das muss ich jetzt mal rausholen. Jetzt habe ich hier meine Handschuhe und versuche das rauszunehmen. Oh, das war doch etwas heiß. Jetzt mache ich doppelten Handschuh, stecke 2 ineinander rein, dann soll das eher klappen. Jo, so hat das wunderbar geklappt. Also musst du Obacht geben, das Thema, das ist doch sehr, sehr heiß, wenn du das da rausholst, dann hat es die Finger nicht verbrennst. Ich hätte sie beinahe verbrannt. Ja, und du siehst hier, wie klasse der Schweinebraten geworden ist. Ich hatte noch eine Soße dazu gemacht und also Fleisch, Steaks, dickes Fleisch, Speck, alles kein Problem. Du musst wissen, was du beachten musst. Die ersten Punkte, die haben wir jetzt gerade besprochen. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Toast und leichtes Brot. Und da steht jetzt hier auch, Toast oder ähnliche leichte Brotscheiben können durch den starken Luftstrom in der Heißluftfritteuse ins Heizelement geraten. Ja, die Heißluftfritteuse ist in diesem Punkt nicht zu unterschätzen. Sie hat tatsächlich einen starken Luftstrom, aber auch hier zeige ich dir jetzt, auf was du da achten musst, damit du ganz einfach dein Toastbrot morgens mit einem leckeren Ei in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt auch, ja, warum soll das überhaupt fliegen oder was gibt's denn, was könnte denn alles noch so alles fliegen? Ja, also Käse ist besonders beliebt, dass der auch schnell durch die Gegend fliegt und das liegt an der Dynamik von der Heißluftfritteuse.
Da ist ja ein ganz starker Luftstrom in der Heißluftfritteuse, der dafür sorgt, dass die Speisen alles gar werden. Und dieser starke Luftstrom, der verursacht doch, dass leichtere Sachen, ja, wie Käse. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, fliegender Käse. Das Ärgernis Nummer eins. In meiner Heißluftgruppe wird immer wieder gefragt, was kann ich denn machen, damit der Käse mir nicht davonfliegt. Also du kannst entweder, wenn du hier in diesem Fall hatte ich jetzt Toastbrot gemacht, habe ich das Toastbrot etwas vorfrittiert, also das jetzt auch etwas leicht mit einer Matte befestigt, damit dir das Toastbrot auch nicht in der Heißluftfritteuse durch die Gegend fliegt. Weil mir ist selbst auch schon andere Sachen durch die Gegend geflogen. Jetzt ist das Toastbrot warm, heiß. Und wenn ich jetzt den Käse da oben drüber lege, dann schmilzt der schon mal schneller und es kann nicht mehr ganz so schnell der Käse davon fliegen. Das ist eine Möglichkeit, die du machen könntest. Ja, ich habe jetzt hier auch so Zahnstocher, das wäre eine andere Möglichkeit. Du könntest das Ganze jetzt auch mit Zahnstocher noch fixieren. Hier nebenan siehst du, habe ich jetzt so ein Toastbrot, das vorfrittierte, und jetzt habe ich ein Glas und drücke so ein Loch in die Mitte rein. Ich zeige dir nämlich jetzt gleich noch einen nächsten Trick oder einen Tipp, wie du leckeres Frühstück machen kannst. So, jetzt habe ich ein Ei, das kommt jetzt gerade in dieses kleine Loch, was da entstanden ist, kommt das Ei jetzt rein und da oben drüber packe ich jetzt noch eine Scheibe Käse. Ja, und so habe ich das jetzt bei 81 Grad für 7 Minuten in die Heißluftfritteuse getan. Schau, und hier ist das leckere Ergebnis. Also das war richtig schön knusprig. Das musst du unbedingt mal nachmachen, ausprobieren. Das schmeckt ganz klasse. Ja, und hier fasse ich jetzt gleich mal 2 Punkte zusammen. Einmal steht da jetzt Popcorn. Ja, okay, Popcorn sage ich sage ich auch selber, das muss nicht unbedingt in der Heißluftfritteuse zubereitet werden kann. Da ist eigentlich mehr die Gefahr, dass das Popcorn aufpoppt und die Heizspirale kaputt macht, was jetzt hier gar nicht da als Problem eigentlich angesprochen wird. Und der nächste Punkt, unten Käse, da kann ich eigentlich nur lachen. Wir lieben alle Käse in der Heißluftfritteuse, die Mozzarella-Sticks und dergleichen. Ja, den fliegenden Käse, das hatten wir uns ja schon angesehen, was da für Schweinerei daraus entstehen kann. Das ist klar, da muss man Obacht geben, dass der Käse also nicht durch die Gegend fliegen kann, aber es gibt so leckere Gerichte mit Mozzarella. Zum Beispiel hatte ich hier Hackfleisch, glaubst du, die ich mit Mozzarella überbacken hatte. Das war ganz, ganz lecker und da macht man auch einen ganz schnellen Durchgang, damit du mal ganz kurz das sehen kannst in den einzelnen Arbeitsschritten. Und das Video dazu, das verlinke ich dir hier auch noch mit dazu. Ja, jetzt habe ich noch ein ganz, ganz leckeres Gericht. Das ist grüner Spargel überbacken mit Mozzarella und dazu Lachs. Und das Ganze inspiriert nach Steffen Hensler. Ja, und ich zeige dir jetzt hier immer nur ganz kurz mal die Anschnitte von dem Video. Ich möchte dir noch Mut geben, dass du den nicht, wie soll ich das richtig sagen, ja, abschrecken lässt von den ganzen Zeitungsartikeln. Du musst wissen, wie es geht. Und die ganzen Videos jetzt nochmal alle Schritt für Schritt hier zu zeigen, das würde einfach zu viel werden. Deswegen reiße ich nur ganz kurz die Videos hier an. Ja, und schau hier, bei dem nächsten Rezept habe ich im Prinzip 2 Dinge, die ich nicht machen sollte. Einmal, ich sollte keinen Speck verwenden, und daher habe ich Frühstücksspeck, habe ich das Ganze umwickelt und gefüllt ist das Ganze mit leckeren Mozzarella. Ja, der kann rauslaufen und dergleichen, aber die Mozzarella-Füllung entsprechend, dann packe ich etwas Backpapier unten drunter oder anderes, damit mir nichts rauslaufen kann und ich kann dann leckere Gerichte damit zubereiten und zaubern. Und das auch im Schnelldurchmarsch, weil das Video verlinke ich dir auch mal unten drunter. Es war ein ganz leckeres Gericht. Ja, ich habe ja die letzte Zeit auch immer schon öfters mal von meinem Buch gesprochen oder auch unten in den Kommentaren reingeschrieben. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich kann dir ja hier auch mal eine kleine Vorschau von meinem Buch zeigen. Und die siehst du jetzt hier. So, fast geschafft. Jetzt hier nochmal Blicke in das Buch. Ja, die ganze Übersicht, alles hier, die ganzen Rezepte, vorher natürlich das Inhaltsverzeichnis, dass man hier sehen kann, wer schreibt überhaupt, wichtigste Informationen zur Heißluftfritteuse, welches alles gibt, alles das ist im Vorwort festgehalten und dann natürlich jedes einzelne Rezept, wie ihr das hier sehen könnt, immer mit einem Foto entsprechend davor dargestellt. Ja, gehen wir mal jetzt zurück, hier ist wieder der Link, also unter jedem Rezept ist der Link auch zur Übersicht, sodass man ganz einfach wieder zurückkommt. Auch die kilokalorien, die Berechnung, da bin ich noch dabei, das bei allen Rezepten zu erfassen. Das habe ich noch nicht ganz geschafft. Ja, und es fehlen mir noch circa 10 Videos, die ich nochmal neu aufnehmen muss, weil zu jedem Rezept ist ja auch ein Video dabei.
Das war's jetzt mal, die Übersicht nochmal zurück. Ja, und zum Schluss kommen Sie jetzt noch auf den Punkt, so reinigen Sie die Heißluftfritteuse. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Reinigung deiner Heißluftfritteuse darfst du auf keinen Fall vernachlässigen. Das ist das A und O, es ist ein Herzstück. Du möchtest lange Freude an ihr haben. Und ja, leider sehe ich immer wieder Posts in meiner Facebook-Gruppe, wo dann Hilfe geschrien wird. Meine Heißluftfritteuse sieht so aus, was habe ich falsch gemacht? Und auch hier gebe ich dir jetzt Tipps, was du machen musst, oder die hast du auch schon zum Teil im Video jetzt hier gehört, damit deine Heißluftfritteuse schön sauber bleibt immer und du lange Freude an deiner Heißluftfritteuse hast. Ja, schau dir die Modelle ganz genau an. Einige Modelle sind schwieriger zu reinigen als andere, was auf der Dauer ärgerlich sein kann. Was du beachten solltest, schau auf Modelle, bei denen die Teile leicht zu entfernen sind und spülmaschinenfest. Eine einfache Reinigung spart dir Zeit und fördert die regelmäßige Nutzung. Schau dir die Körbe genau an, sind scharfe Kanten drin oder dergleichen. Dementsprechend schwieriger lassen sich auch die Heißluftfritteusen reinigen. Und du möchtest doch Freude an deiner Heißluftfritteuse haben und dich nicht wegen der Reinigung ärgern oder die vielleicht dann sogar wieder in den Schrank verstauen. Schau, so sieht mein Ninja Speedy zum Beispiel die Heizspirale nach über 1 Jahr Nutzung aus. Und damit auch deine Heizspirale sauber bleibt oder was du machen kannst, das alles erfährst du auch hier in diesem Video. Nicht nur Ninja Speedy, denn wir gehen jetzt auch mal rüber und schauen uns mal den Cosori an. Der Cosori hat ja 2 Heizspiralen, eine im unteren Bereich, bei der Flugfach, und eine oben drüber. Das ist das unterste Fach. Das ist auch der Vorteil von dem Cosori. Mit diesen 2 Heizspiralen. So, und jetzt schauen wir uns die obere Heizspirale noch an. Ist gar nicht ganz so einfach, aber du siehst auch hier, diese Heizspirale nach mehrmaligen oder oft benutzen ist sauber. Was ich jetzt gerade sehe, im hinteren Bereich, da sind wieder noch Fettspritzer dran, die ich auch noch jetzt beseitigen muss. Hier siehst du jetzt zum Beispiel einen Korb, nachdem ich die Cosori benutzt hatte, und oben drüber auch die einzelne Fläche, und du siehst die sehr mit Staub. Und auch das beseitigen wir gemeinsam. So, dann fangen wir mal oben an. Und ich habe jetzt hier ein ganz einfaches Mikrofasertuch. Und mit dem fahre ich jetzt hier schon mal oben drüber. Du siehst jetzt hier noch die Finger, aber ansonsten ist er schon allein dadurch schon gut sauber geworden. So, jetzt habe ich das Tuch leicht feucht gemacht. Und jetzt reibe ich im leicht feuchten Zustand darüber. Das Ganze jetzt nochmal trocken reiben. Also jetzt auch mal mache ich mal den Stecker raus. Denn eigentlich sollte man den Stecker ja immer draußen lassen. So, wenn du jetzt schaust, kann ich mich drinnen im Prinzip schon wieder spiegeln. Guck mal, schau mal, wenn ich die Hand darüber lege. Das Display, alles ist schon richtig sauber. Jetzt kommt der Stecker mal wieder rein. Du kannst jetzt hier wunderbar wieder alles erkennen. Das Display, alles ist wieder sauber. Dann schauen wir uns im nächsten Bereich den Korb alles an. Aber dafür ganz wichtig, bevor du irgendwo jetzt reingreifst oder dergleichen, unbedingt jetzt den Stecker wieder ziehen. Also ich schalte erstmal aus und ziehe jetzt den Stecker. Also immer wenn du in Heißluftfritteusen drinnen arbeitest, was sauber machst, muss der Stecker gezogen werden. So, als erstes werde ich jetzt ganz normal den Korb reinigen. Das mache ich ganz normal in meiner Spüle. Etwas Spüle, heißes Wasser rein und schon ist der Korb wieder sauber. So, bei der Reinigung vom Korb langt, wenn du einfach Seifenwasser reinmachst und das mit einer Spülung, mit einer Bürste ganz einfach reinigst. Das ist das Einfachste, den Korb zu reinigen. Aber jetzt schauen wir uns mal die Heizspirale an, was da zu beachten ist. So, schau, so ist der Korb rundherum alles wieder sauber. Ja, und jetzt zeige ich dir einen ganz einfachen Trick mit Zitrone. Denn in der Airfryer-Gruppe, in meiner Heißluftfritteusen-Gruppe, werde ich öfters gefragt, oder wird öfters gefragt, ja, was macht ihr denn, wenn eure Heißluftfritteuse ja, stinkt, ihr hattet vorher Fisch oder dergleichen drin. Also erstmal generell, so viel Gestank entsteht überhaupt nicht in der Heißluftfritteuse. Aber ein ganz einfacher Trick, den du jederzeit machen kannst, eine halbe Zitrone einfach nehmen, die reinpacken. Mal kurz meinen Airfryer noch einschalten. So, zu.
So, dann drücke ich einfach auf Start. Die untere Schublade habe ich noch draußen. Da bin ich gerade was am Vorbereiten. Und ja, du brauchst ja gar nicht allzu hohe Temperatur. 81 Grad. Das Ganze für 3 Minuten laufen lassen. Jetzt hatte ich noch den Hixe dabei. So, dann kannst du das rausholen. Also, etwas heiß noch jetzt, ja. Aber mit diesem Zitronentrick, was jetzt auch ist, die Zitrone, ich will jetzt mal kurz darauf, dass es heiß. Also die Zitrone kannst du jetzt auch wunderbar noch weiterverwenden, auspressen, weil der Duft ist nicht von dem Fisch oder was vor jemand in die Zitrone übergegangen, sondern die Zitrone hat den Duft verbreitet. Und eine Zitrone so warm gemacht, hat auch mehr Saft. Das hat mir mal ein Koch erklärt. So, jetzt war die Kamera nicht an. Also ich habe jetzt machen wir weiter mit der Reinigung. Nachdem wir jetzt die Pommes noch gemacht haben, die Heißluftdose ist jetzt auch noch warm, da ist das ideal, wenn ich gleich weitermache. Meine Zitrone von vorhin, wo ich euch den Zitronentrick gezeigt habe, habe ich klein geschnitten und die habe ich jetzt hier drin. Und diese Schale kommt jetzt in die Heißluftdose und jetzt gehen wir rüber in der Heißluftdose und machen da weiter. So, dann öffne ich mal den Korb, hole den mal raus. Da der Korb heiß ist, habe ich die mit meinen Helferchen jetzt hier meine Glasschale rein in den Korb. Jetzt mache ich das zu. Heißluftfritteuse wieder einschalten. Korb 1 ist aktiv und 200 Grad. Und das Ganze für, ja, brauche ich 10 Minuten, die ist heiß. Ich nehme jetzt nur noch 5 Minuten. Das langt. So, jetzt lasse ich jetzt 5 Minuten da drin das Wasser kurz aufkochen. Die Heißluftfritteuse war ja noch heiß, deswegen mache ich jetzt kürzere Zeit. Du kannst auch 10 Minuten einstellen. Ich erreiche jetzt damit, dass jetzt Feuchtigkeit in der Heißluftfritteuse auch drin verteilt wird. Der Dampf steigt nochmal hoch, vom Duft nochmal wird es herrlicher. Und wie gesagt, schauen wir uns dann nach den Reinigungsvorgang weiter an. So, die Zeit ist rum. Jetzt kann ich das hier rausnehmen. Du siehst jetzt auch, vielleicht kann man jetzt sehen, wie der Dampf jetzt hier hochgekommen ist, der Wasserdampf. Du kannst es auch noch eine Weile drinnen stehen lassen und den Wasserdampf noch weiter wirken lassen. Und so abkühlen, weil so ist es jetzt zu heiß. Aber das nächste, was ganz, ganz wichtig ist, den Stecker jetzt ziehen. Wir wollen ihn nachher drinnen sauber machen. So, ich nehme das jetzt auch mal raus, damit es ein bisschen schneller abkühlt, damit ich ihn weitermachen kann. Und zum Weitermachen brauche ich dann dieses Schwammtuch. Das ist richtig ideal dafür. Jetzt machen wir mal einen Blick in die Heißluftfritteuse rein. Und jetzt siehst du, wie feucht das da hinten ist. Und du siehst, dass da hinten auch doch einiges ist, was ich jetzt beseitigen muss. Also kommt etwas schlecht in den Heißluftfritteusen generell rein, aber mach auf keinen Fall das, was auf TikTok oder sonst wo gezeigt wird, die umdrehen und Wasser reinkippen. Das darfst du auf keinen Fall machen. Also auch so chaotische Sachen, die werden gezeigt. So, mit diesem Tuch gehe ich dann jetzt in die Heißluftfritteuse rein und reibe ihn drinnen aus. Das kann ich jetzt leider nicht zeichnen. Ich weiß nicht, wie ich es mit der Kamera aufnehmen soll, aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, wie ich da drinnen dann nachher das entsprechend abreibe. So, hier kannst du jetzt sehen, ich bin mit dem Tuch schon drin rum. Das ist gut, weil der Schwamm, also das ist so ein Mikrofasertuch mit Schwamm drin. Dadurch kann ich es etwas so rund machen. Das ist etwas fester und dann kann ich leichter da drinnen abreiben. Was ich jetzt noch mache, jetzt mache ich den feucht. Jetzt habe ich ihn feucht gemacht und jetzt fahre ich über die Heizspirale. Du hörst es noch, dass es ganz leicht zischt. Es ist noch etwas warm, aber so kannst du jetzt ganz sachte über die Heizspirale drüber fahren und noch den Rest wegmachen. Und wenn du das immer gleich machst, dann bleibt deine Heißluftfritteuse sauber. So, und sollte deine Heißluftfritteuse zu sehr, ja, wie soll ich jetzt richtig sagen, du hast es nicht gleich sauber gemacht, es ist irgendwas eingebrannt, da gehen wir jetzt mal auf meine Internetseite, da zeige ich dir noch weitere Tipps. Ja, und jetzt denkst du dich vielleicht, Mensch, hätte ich das ja vorher gewusst, aber meine Heißluftfritteuse ist ja jetzt nicht richtig gereinigt worden oder ich habe Fehler gemacht. Und dann habe ich für dich hier einen guten Tipp. Auf meiner Internetseite findest du hier verschiedene Methoden, wie du dann anwenden kannst, damit du deine Heißluftfritteuse wieder schön sauber bekommst. Erprobte Methoden, auch hier der nochmal näher erläutert. So viel zur Reinigung.
So fangen wir mit dem einfachsten Gericht an, bei dem doch immer wieder Fragen kommen oder immer wieder Fehler auftauchen, wie, was mache ich falsch. Ich habe hier meine Heißluftfritteuse. Das ist jetzt der Korb von der Heißluftfritteuse. Und in dem Korb ist eine Grillplatte drin. Diese Grillplatte muss immer drin bleiben, weil sie sorgt dafür, dass genug Luft von unten an die Lebensmittel ran kann. Es gibt inzwischen Sachen, wo du die rausnehmen kannst, wo die Heißluftfritteuse fast wie ein Kochtopf benutzt wird, aber das ist ein separater Punkt. Was ich jetzt gerne mache, das ist, ich habe mir so eine Silikonmatte, die habe ich mir zugeschnitten, die packe ich da ganz gerne oben drauf, weil dann kann ich wunderbar leicht die Lebensmittel rausnehmen. Aber jetzt fangen wir mit Punkt 1 an. Jetzt kommen manche auf die Ideen und sagen, ich mache die Pommes in so Schale rein, dann habe ich keinen Abwasch, muss nichts abwaschen, spülen. Das ist wunderbar. Das ist gar nicht wunderbar, weil es kommt gar keine Luft mehr an die Pommes. Wir arbeiten ja mit Luft, deswegen ist das ganz schlecht. Das nächste ist, ich mache die Pommes einfach auf so ein Papier. Da muss ich ja auch nichts abwaschen. Der nächste Fehler, es kommt keine Luft von unten ran. So, ich packe die Matte wieder rein. Das Beste ist wirklich, die Pommes darauf zu verteilen. Und richtig gut weit auseinander, damit Luft von allen Seiten richtig gut ran kann. Jetzt kommt der nächste Punkt, der Korb. Sieh zu, dass deine Heißluftfritteuse einen großen Korb hat. Oft lese ich will ja nur eine Heißluftfritteuse für mich, ich bin ja nur alleine. Auch wenn du nur alleine bist, sieh zu, dass du eine Heißluftfritteuse kriegst mit einem großen Korb. Und dann hast du die ideale Voraussetzung, dass du richtig klasse Pommes kriegst. Ja, es wird doch oft gefragt, ja, welche Pommes sind denn die besten oder welche sind denn ideal? Inzwischen gibt es sehr, sehr viel Pommes, die doch für die Heißluftfritteuse schon sehr gut sind. Aber dabei kommen wir gleich zur nächsten Frage. Öl. Muss ich die noch einsprühen? Nein. Pommes, die vorfrittiert sind, müssen nicht mehr mit Öl besprüht werden. So viel zu Pommes. Jetzt kommen wir, wenn wir schon bei dem Punkt Öl sind, kommen wir zum nächsten Punkt. Welches Öl darf ich für die Heißluftfritteuse nehmen? Ich persönlich nehme ganz gerne dieses Öl. Oder hier in den Sprüher habe ich mir Rapsöl eingetan. Oder hier habe ich auch Olivenöl. Was ganz wichtig ist, achte darauf, dass der einen hohen Rauchpunkt hat. Hier steht bis 250 Grad Celsius geeignet. Oder hier bei diesem Öl steht da hinten bis 210 Grad Celsius. Also es muss einen hohen Rauchpunkt haben. Auch Rapsöl ist ideal geeignet. Und Rapsöl gibt es viele falsche Meinungen. Es gibt Rapsöl für Maschinen, aber es gibt spezielles Rapsöl auch für die Menschen, was sogar sehr gesund ist. Das sind jetzt die Punkte: Pommes, Größe und Öl. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, nicht zu viel Öl. Ja, in meine Gruppe wurde auch geschrieben, ich habe Karottensticks gemacht, mariniert und die sind mir total verbrannt, die sind nichts geworden, was habe ich falsch gemacht? Du siehst, ich habe jetzt hier Öl drinne, aber es ist nicht zu viel Öl und sie werden nicht in Öl wie soll ich jetzt sagen, fast ertrunken. Also nur etwas Öl nehmen, nicht zu viel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt machen wir kurz etwas Praxis zwischendrin. Die schnellsten Pommes, die du je gemacht hast. Und die sind so einfach und schnell gemacht. Einfach Kartoffel schälen, die Kartoffel in dünne Spalten schneiden. Im Prinzip so stark, wie die Streichhölzer ganz gerade sind. Jetzt geht schon rein in die Schüssel rein. In die Schüssel kommt jetzt noch Wasser dazu. Denn das Ganze muss jetzt etwas gewässert werden, damit die Stärke rauskommt. Nach dem Wässern gut abtrocknen die Kartoffeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Speisen in der Heißluftfritteuse müssen alle trocken sein. Das erkläre ich nochmal separat. Jetzt kommt schon das Gewürz alles entsprechend dazu. So, nachdem das Gewürz alles dazugegeben wird, habe ich es kurz mit den Händen mal umgerührt, da verteilt. Etwas von meinem Öl noch oben drüber, aber da auch nicht zu viel. Nur minimal etwas mit dem Öl benetzen, denn zu viel Öl ist auch wieder nicht gut in der Heißluftfritteuse. Jetzt die Pommes gut verteilen, damit das Öl ja an alle gleichmäßig rankommt. Also nicht nur oben drauf kurz sprühen, sondern das Ganze gut verteilen. Jetzt kommt schon rüber in die Heißluftfritteuse rein
und da verteile ich das, damit die nicht übereinander liegen. Jetzt gehe ich hier rüber an meine Heißluftfritteuse, stelle 180 Grad ein und von der Zeit habe ich das Ganze auf 12 Minuten eingestellt und schau, hier hast du die fertigen, leckeren Pommes. Ja, etwas Praxis zwischendrin, nicht nur so trockene Theorie, aber du siehst, so einfach hast du ganz schnell leckere Pommes selber zubereitet. Was ich jetzt beinahe vergessen hätte, es kommt auch mal die Frage nach Backpapier mit Löcher. Ja, das kannst du verwenden, aber bei Pommes nicht. Aber ansonsten hat das schon den Vorteil, dass da etwas Luft durchkommt. Aber es ist trotzdem noch genug Fläche, wo zu ist, wo nicht so Luft durchkommt. Also es ist ein Zwitter. Noch eine Ergänzung zum Öl. Und zwar, da wurde auch mal gefragt, wir haben so ein, ich habe das gar nicht gekannt, so ein Druckspray mit Treibgas, was mit Treibgas betrieben wird. Ja, das darfst du für die Heißluftfritteuse auch nicht verwenden. Noch ein Punkt zu Pommes oder auch zu anderen Speisen. Schütteln. Oft steht nach der Halbzeit schütteln. Also ich schüttle nicht gleich nach der Halbzeit. Ich schüttle das erst so die letzten 5 Minuten in etwa. Weil wir haben ja oben von der Fläche schon genug. Wir haben ja unten drunter auch, dadurch, dass wir die Grissplatte drin haben, das nochmal schütteln. Die obere sind schon gut und durch das nochmal schütteln bekommt der untere Bereich noch etwas mehr Luft. Aber nach der Halbzeit sind die von oben noch gar nicht richtig gut genug. Deswegen nicht nach der Halbzeit, sondern erst später. Ja, und jetzt wirst du dich fragen, ja, wie kann ich denn das verhindern, wenn ich Speck oder dergleichen in der Heißluftfritteuse zubereite? Da spritzt doch unwillkürlich und ich muss das doch irgendwie verhindern können. Also es gibt so eine Spritzschutz, die man an der Heißluftfritteuse von unten ranmachen kann. Die haben dann hier entsprechend die Magnete. Ich persönlich benutze die nicht mehr, weil sie nehmen die Heißleistung der Heißluftfritteuse vielleicht ganz, ganz selten, wenn ich einen richtigen fetten Schweinebauch habe. Dann nehme ich sie vielleicht ab und zu doch noch an. Aber ansonsten nehme ich mir ein einfaches Gitterchen, was ich hier habe. Dann habe ich es einmal unten, habe noch ein zweites, habe meine Ware und packe das zweite Gitter von oben drauf. Und das verhindert schon dass das ganze Essen spritzen kann. Also das ist auch ein Punkt, den du beachten solltest. Die nächste Frage, kann ich in der Heißluftfritteuse auch Speisen wieder erwärmen? Ich habe die ganze Zeit immer eine Mikrowelle benutzt. Die möchte ich jetzt abschaffen und ich möchte ganz gerne die Speisen in der Heißluftfritteuse erwärmen. Ja, das klappt in der Heißluftfritteuse wunderbar. Und zwar mit der Temperatur gehst du runter auf so um die 170 Grad oder 160 Grad, je nachdem, was du für Speisen hast. Das Ganze 3-5 Minuten und dann hast du es schon wieder warm. Also Pommes habe ich so wunderbar, die waren, als wenn sie ganz frisch zubereitet hatte. Und der Vorteil ist, sie bleiben hier knuspriger, anders als in der Mikrowelle. Also du kannst in der Heißluftfritteuse auch Speisen erwärmen wieder. Jetzt möchte ich nur noch einen Punkt kurz erwähnen, Zubehör. Also das ist schon mal ein gutes Zubehör, das ist das nächste, damit du überhaupt das leicht rausbekommen kannst. Und so gibt es einiges mehr an Zubehör, aber das muss ich jetzt hier nicht nochmal extra in dem Video erfassen. Dafür habe ich ein separates Video, das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Ein weiterer Punkt ist, du hast ja bestimmt Kochbücher noch zu Hause. Du kannst ganz wunderbar deine alten Kochbücher nehmen, gucken, was ist da drin, wie ist das beschrieben, wie muss ich das machen. Jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, und zwar die Zubereitungszeit. In der Heißluftfritteuse ist weniger als im Backofen und dergleichen. Die Heißluftfritteuse ist einmal kleiner, also sie ist kleiner als ein großer Backofen und sie kommt viel schneller auf die Hitze. Die Heißluftfritteuse muss nicht 20 Minuten vorgeheizt werden, wie ein Backofen. Und dadurch hast du auch viel schneller dein Essen fertig. Kommen wir jetzt zum Punkt Vorheizen. Es gibt Gerichte, wo du in der Heißluftfritteuse auch das ganz entsprechend vorheizt. Also du musst nicht alles in der Heißluftfritteuse vorheizen. Ich habe jetzt manche Kommentare gelesen, wo die schreiben, ja, in meinem Heft steht drin, ich muss immer vorheizen. Das ist nicht der Fall. Du musst nicht immer vorheizen. Also ich erkläre das auch in meinen Videos, die du hier auf dem Kanal noch findest. Da sind sehr viele Informationen drin, wann, was, wie
vorgeheizt werden soll oder nicht. Wenn ich jetzt die ganzen Gerüchte aufzähle, das sprengt das Video doch etwas zu sehr. Ja, zu den Garzeiten noch zu sagen, ich habe auf meiner Internetseite auch einen Umrechner für die Garzeiten, da kannst du auch ganz gerne mal nachschauen. Ja, ein kurzer Schwenk jetzt auf diese Seite mal. Also das Backofen heißt Umrechner und hier findest du den Berechner. Und sag mal, du hast jetzt ein Buch, da steht jetzt hier 200 Grad drin, dann siehst du, den hat er jetzt umgerechnet auf 180. Und von der Zeit steht vielleicht 20 Minuten drin und dann hat er jetzt umgerechnet hier auf 15 Minuten. Also du musst auch gar nicht auf das Berechnen drücken. Er macht das automatisch. Vielleicht musst du beim Handy nochmal drauf klicken. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also so findest du jetzt hier auch ganz, ganz viele Informationen. Ich scroll auch mal ganz kurz zu den Rezepten. Also hier findest du ganz, ganz viele Rezepte auch für die Heißluftfritteuse, die ich da erfasst habe. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kann das passieren, dass die Heißluftfritteuse mit einmal raucht, Qualm aus der Heißluftfritteuse rauskommt. Das kann gerade besonders mit fettigen Lebensmitteln, die sehr viel Fett abgeben, passieren, wenn das Fett unten hier auf dem Boden von der Heißluftfritteuse ankommt und dann anfängt drauf zu verbrennen. Mein Tipp, etwas Wasser unten rein. So, schau. Das langt schon. Dein Essen kommt nicht mit dem Wasser in Verbindung und das legst du dann oben auf die Matte drauf. Und wenn jetzt Fett runterspritzt, kommt das gleich ins Wasser rein und es brennt dir nicht auf dem Boden von der Heißluftfritteuse an. Du kannst sie noch leichter reinigen, aber was ganz wichtig ist, du hast keinen Qualm, keinen Rauch. Und beim Rauch zeige ich dir jetzt gleich noch einen Punkt. Vorsicht, Backpapier. 180 Grad wieder, 10 Minuten, Start. Guck mal, was jetzt passiert ist. Hast du es gesehen? Das Backpapier geht hoch. Das ist äußerst gefährlich. Deswegen lege ich jetzt meine Würste mal ganz auseinander. Weil normalerweise nutze ich kein Backpapier, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Ja, ein Sicherheitshinweis möchte ich hier mal bekannt geben, der besonders auch bei einer Heißluftfritteuse in der Bedienungsanleitung drin steht. Deswegen auch von mir nochmal der Hinweis, unbedingt in die Bedienungsanleitungen schauen, was da drin steht. Hier einmal ein Sicherheitshinweis. Achtung, bitte zieht die Stecker aus der Steckdose, wenn ihr sie nicht mehr benutzt. Nicht über Nacht drin lassen, es kann zu Bränden führen. Das war ein Sicherheitshinweis speziell jetzt für die Actifay Mini von Tefal, die mit den Rührarm drin hat. Und ja, darauf wird extra darauf hingewiesen, auf keinen Fall den Rührarm auch herauszunehmen. Und es können unter Umständen Spritzer von Flüssigkeiten in den Motor gelangen, was zum Kurzschluss führen kann. Und da sind wir noch mal bei dem Thema Flüssigkeit. Und zwar, ja, es kommen die tollsten Sachen vor, oder es werden die tollsten Sachen manchmal beschrieben oder empfohlen von Mitgliedern, die sich leider noch nicht so auskennen mit der Heißluftfritteuse, die dann auch einfach geschrieben haben, ja, ich kippe das Öl unten in den Korb rein und backe dann darauf meine Fleisch. Was ja einmal komplett gegen den Sinn der Heißluftfritteuse ist, aber es ist viel gefährlicher, denn das pure Öl, wenn es in der Heißluftfritteuse drin ist, kann sich viel mehr noch erhitzen da drin, kann viel höhere Temperaturen erreichen und dadurch kann es auch zum Brand kommen. Also unbedingt nicht Öl pur reinkippen. Dann geht es weiter, Mehrfachsteckdosen. Bitte achtet darauf, dass die für eine Belastung von mehr als 2000 Watt ausgelegt sind. Da gibt's, ich verlinke hier auch unten drunter nochmal einen Beitrag zur Sicherheit von der Feuerwehr, Brandrisiko, Mehrfachsteckdosen.